Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Vinyl Veritas Elvis. Ich muss mich in mehrerlei Hinsicht entschuldigen. Zum einen, dass ich so lange kein Video gemacht habe. Ich werde euch gleich sagen, warum. Zum anderen, weil ich ja schon vor einiger Zeit angekündigt habe, dass ich zu dieser Scheibe hier ein Review machen werde, ein Unboxing und ein Review. Und das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder fast 2 Wochen her. Der Grund ist ganz einfach, ich musste mich einer Kiefer-OP unterziehen und wer von euch genau hingesehen hat, ich habe das Unboxing in diesem Video so gemacht, dass ich nicht gesprochen habe, ganz einfach, weil ich da nicht sprechen konnte, beziehungsweise ich da ein bisschen Probleme hatte mit meinem Kiefer. Das mögt ihr mir bitte nachsehen, aber jetzt ist alles wieder soweit, vorläufig zumindest in Ordnung, zumindest so, dass man wieder ein Video machen kann. Und jetzt liefere ich natürlich nach den Review zur Elvis Closing Night 1972. Wieder einmal vom Memphis Recording Service ein Produkt. Ich werde gleich alles weitere dazu sagen. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer meinen Kanal noch nicht kennt, der möge bitte jetzt aufmerksam zusehen. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der möge ihn bitte abonnieren. Und ein Like würde mich natürlich auch wie immer sehr, sehr freuen. Aber jetzt steigen wir ein. Los geht's. Toll, dass ihr mit dabei seid. Rock and roll has got to go. For here in person comes the singing sensation of the greatest new star of... Yes, here comes Elvis Presley. Ja, wieder einmal hat der Memphis Recording Service uns hier mit einem Produkt überrascht. Na, überrascht, ja, angekündigt war es ja schon länger. Mit dieser LP hier, natürlich gibt es auch wieder eine CD-Ausgabe dazu, und zwar bekommen wir diesmal die Closing Night von 1972, und zwar die Closing Night vom Sommerengagement in Las Vegas. Insgesamt 69 Shows hat Elvis gegeben bei diesem Engagement, und wir haben vom Memphis Recording Service schon einmal eine Doppel-LP aus diesem Engagement bekommen. Ich verlinke euch oben das Video dazu. Ich habe auch dazu einen Review gemacht. Da haben wir 2 Shows vom August bekommen, vom 11. und vom 12. August von diesem gleichen Engagement. Und jetzt also hat uns der Memphis Recording Service hier die Closing Night vom 4. September 72 in, ja, ganz guter Qualität, wird gleich ein paar Abstriche geben dazu, geliefert. Aber bevor wir zu den eigentlichen Songs kommen, zum eigentlichen Review, kurz ein paar Dinge, was war an diesem Tag, denn das ist nicht einfach nur irgendein Las Vegas Tag, an dem Elvis zweimal aufgetreten war, sondern an diesem Tag hat er sogar 2 Interviews gegeben. Es war dieser 4. September, der letzte Tag dieses Las Vegas Engagements, an dem der King sein, ja, vermutlich größtes Event seiner ganzen Karriere angekündigt hat. Kameras haben das gefilmt, im Las Vegas Hilton wurde das aufgenommen. Und zwar hat er angekündigt, die Aloha from Hawaii Show, die ja dann am 14. Januar 1973 über Satellit ausgestrahlt wurde und dann zeitversetzt praktisch weltweit ausgestrahlt wurde. Und diese Show hat er hier angekündigt. Wir schauen mal kurz rein. A live concert to me is exciting because of all the electricity that is generated in the crowd and on stage. Ja, und weil Elvis offenbar in guter Interviewlaune war an diesem Tag, hat er sich auch noch mit den englischen Elvis-Fans befasst. Die englischen Elvis-Fans waren ja immer sehr, sehr treu und regelmäßig wurden also Flüge in die Staaten angeboten, besonders nach Las Vegas, wo eben dann britische Elvis-Fans in ein Elvis-Konzert gingen oder auch in mehrere natürlich, und haben sich das angesehen. Und er hat auch sozusagen ein Interview gegeben mit dem Vorsitzenden des britischen oder des englischen Elvis Presley Fanclubs. Auch da hören wir kurz mal rein. A lot of people want to know whether we'll ever get a full album of Elvis blues.
go back to rock and roll? Are you going to get back into the blues at all? Working on it. Get it together? Merry Christmas, baby. Just so happened to be working on a rock and roll and a blues album in Memphis. Really? You're working on it right now? We're getting the songs together. Great, we'll look forward to it. Ja, und jetzt kam es also am Abend zu den letzten beiden Shows dieses Elvis Summer Festivals 72 mit der Dinner Show um 20 Uhr und der Midnight Show um Mitternacht. Und wie gesagt, diese LP dokumentiert jetzt die letzte Show dieses Engagements. Am 4. September 72 die Midnight Show. Also wir haben es hier mit einem Repertoire zu tun und ich habe das schon mal in einem anderen Video gesagt. Ich mag immer besonders gerne so diese Veröffentlichungen, die so zwischen zwei Epochen oder zwei Dingen stehen von Elvis, die wir alle kennen, weil es dort eine offizielle Plattenveröffentlichung oder sonst irgendwas gab. In diesem Fall müssen wir uns das Jahr 72 kurz mal im Flashback Revue passieren lassen. Am 26. Januar 72 die Opening Night, auch die vom Memphis Recording Service, habe ich in einem Review behandelt, glaube ich jetzt zumindest. Wenn, dann blende ich euch den Link ein, wenn nicht, dann vergesst es einfach, was ich gerade gesagt habe. Also so startete das Jahr 72 mit Las Vegas, Januar, Februar. Dann war eine kurze Pause. In der Pause liefen bereits die Vorbereitungen für Elvis on Tour. Elvis ging dann ins Studio, kurz hat Klassiker aufgenommen. Burning Love, möchte ich nochmal daran erinnern. Always on My Mind, Separate Ways. Ihr kennt die Songs. Und dann begann die Tour, April und Mai 72, die ja für den Kinofilm Elvis on Tour auch gefilmt wurde, die Shows. Und mittlerweile haben wir ja alle 6 Shows, die damals aufgenommen wurden von RCA, haben wir alle vorliegen. Die wurden ja veröffentlicht im vergangenen Jahr, war ja eine große Veröffentlichung. Im Übrigen gab es auch dazu Vinyl-Veröffentlichungen. Auch dazu habe ich links oben, also das Jahr 72 ist momentan voll im Trend, was Veröffentlichungen betrifft. Da haben wir fast alles abgedeckt. Ja, und dann nach dieser Tour kam bereits eine zweite Tour, und zwar startete die im Madison Square Garden in New York, die legendären 4 Shows im Juni 72, die alle ausverkauft waren, neuer Zuschauerrekord damals, und es gab ja auch dann das offizielle RCA-Album, das damals 72 erschien, Elvis as Recorded at Madison Square Garden. Ja, und dann war jetzt mal ein bisschen Pause und dann kam eben dieses Summer Festival, über das wir gerade sprechen, wo also Elvis jetzt im August und im September, also bis zum 4. September 72, insgesamt 64 Shows im Las Vegas Hilton Hotel, könnte sein, dass es damals noch International hieß, gegeben hatte. Soweit das Jahr Elvis-Jahr 72. Ich habe diesmal mein Review etwas anders aufgebaut. Ich habe euch von jedem Song aus der Show einen kleinen Schnipsel mit eingefügt, sodass ihr euch ein Bild machen könnt, und werde auch auf die einzelnen Songs ein bisschen eingehen. Die Show startete, ihr habt es gehört vorhin beim Vorspann, natürlich mit dem Thema aus 2001, A Space Odyssey, also sprach Zarathustra, logischerweise, klar. Und ging dann nahtlos über in CC Rider, ein CC Rider, wo wir schon nach wenigen Sekunden, wenn wir Elvis' Stimme hören, erkennen, die klingt verdammt ähnlich, so wie sie auch bei der Aloha vom Hawaii Show klang. Elvis' Stimme war ja etlichen Wandlungen unterlegen, und ich fand immer, dass er bei der Aloha Show stimmlich sich ganz anders anhörte als beispielsweise ein Dreivierteljahr vorher bei Elvis on Tour. Und es ist jetzt interessant für mich gewesen, ja, wie klingt er denn eigentlich jetzt hier? Und ich muss sagen, hier klingt er stimmlich sehr nach der Aloha vom Hawaii Show, aber hört selbst. Interessant für den Ablauf der Show, als zweites Stück kommt ein Song, den man hier nicht erwartet, Johnny B. Goode, und da möchte ich euch vor allem mal das Gitarrensolo empfehlen von James Burton. Hört euch das mal an, das ist anders als all die anderen Soli, die wir vorher von Johnny B. Goode von Elvis gehört haben. Tolles Solo, hört mal rein.
Ja, nach diesem Rocker kommt Elvis mit einem typischen 72er Titel mit seiner Single aus dem gleichen Jahr, Until It's Time for You to Go. Unspektakuläre Fassung, so wie wir schon etliche andere auch gehört haben, aber wir hören natürlich auch da mal rein. You're not a dream, you're not an angel, you're a woman. I'm not a king, just a man. Take my hand, we'll make a space in this life. Shut your mind, I'm gonna stay for this time for you. Ja, das 72er Repertoire, Standardrepertoire, kommt als nächstes auch weiterhin mit You Don't Have to Say You Love Me. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed with you, and now you're gone away. You don't have to say you love me. Der Memphis Recording Service hat irgendwie ein, wie soll ich denn sagen, ein glückliches Händchen oder seltsames Händchen, dass er immer irgendwelche ungewöhnlichen Fassungen von Pork Salad Annie veröffentlicht. Auch diese Fassung hier, da wird Elvis aus der Ruhe gebracht von, er sagt, Ronnie Todd, what are you doing, Ronnie? Aber für mich hört sich das ehrlich gesagt eher so an, als ob hier der Bass oder irgendwas anderes ihn irritiert. Auf jeden Fall ist es eine ungewöhnliche Stelle. Hört mal selbst. What are you doing, Ronnie? You doing, fool? Down in Louisiana, where the alligator grows so mean. Shut it in. You got to grind. You're up on a good wood. Come on, we're working on the chain. Und jetzt ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit was ich immer so mag in diesen Konzerten, die so zwischen den einzelnen Events liegen. Jetzt haben wir nämlich 73er Repertoire mit dem fantastischen Gilbert Bécaud Song. Ich habe den immer, die Elvis-Fassung, gemocht, habe es bedauert, dass er ihn so selten gesungen hat. Hier haben wir ihn drauf, What Now, My Love. What now, my love? Now that you left me, how can I live through another day? What now, my love? Now that you left me, only my Ja, ebenfalls im 73er Repertoire, beziehungsweise auch in der Aloha Show oder schon konzeptionell, zumindest in der Aloha Show, befinden wir uns mit Fever. Never know how much I care when you put your arms around. I get a fever that's so hard to bear. Give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Smooth it out, that's all.
Als nächstes, ich nenne es jetzt einfach mal den Oldie-Block, fasse ich jetzt mal ein paar Stücke zusammen, die wir ja von Elvis sehr, sehr oft, gerade in den 70er Jahren eigentlich immer wieder hören, so seine Favoriten, die er, ich sag mal, für den Bereich Rock'n'Roll oder 50er Jahre bringt. Es geht los mit Love Me, danach hören wir Blue Suede Shoes, Heartbreak Hotel, All Shook Up, Love Me Tender, Let Me Be Your Teddy Bear, Don't Be Cruel. Das Ganze jetzt in einem Block am Stück für euch, jeweils in kurzen Ausschnitten. Viel Spaß! I can do a medley of some of my records for you. Treat me like a fool, leave me cruel, all you ever love me. Well, it's one more month, for the show, get ready and go get it, but don't you, tell them I'm blue for you. You can do anything, play all the blues. Ever since my baby loved me, when I found a new place to dwell, and it's down at the end of Lonely Street, Heartbreak Hotel. Well, bless my soul, what's wrong with me? I miss you like a man on a bloody tree. The rain said night and the waters are blowing love. I'm all shook up, love me tender, love me true, never let me go. Baby, let me be loving teddy bear. Hold a chain around my neck, lead me anywhere. Oh, let me be. You know I can be found sitting all alone. You can't come around, at least leave telephone. Don't be cool, it's true. Ja, und nach dieser Reminiszenz an die guten alten Rock'n'Roll-Tage der 50er Jahre geht es jetzt weiter mit einem Medley, das ich immer sehr, sehr gemocht habe von Elvis, das er ja erstmals 1970 gebracht hat im Rahmen der That's the Way It Is Konzerte, auch in Las Vegas, und das dann bis 72 immer wieder im Repertoire war und dann fast bis Ende, ja, 77, glaube ich, kam es sogar nochmal, aber es war mehrere Jahre mehr oder minder out. Dieses Medley zweier Songs, die auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen, aber sich wunderbar ergänzen. Der Elvis-Klassiker Little Sister gekoppelt mit dem Beatles-Klassiker Get Back. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice? Say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister does? Hey, love, get back, hey, love, get back, hey, get back to where you once belonged. Yeah. So, und jetzt kommt Hound Dog. Jetzt werdet ihr sagen, naja, das kannst du dir sparen. Das klingt in den 70er Jahren eigentlich immer gleich. Ja und nein. Was an der Fassung interessant ist, ihr erinnert euch vielleicht an diese Fassungen, die er 1969, 70 gemacht hat. Mit dieser langen Einleitung, ja, wo er rumkaspert, dass er hängen bleibt an seinen Streifen, die er da an seinem Anzug hat und so weiter. Und dann mündete das ja in ein fulminantes Nothing but a Hound Dog, ja. Das gleiche Vorspiel macht er hier auch. Er erzählt unheimlich lang. Ich habe es etwas geschnitten, also so wie ihr es gleich hört. Das ist deutlich länger. Habe ich jetzt aus Zeitgründen und Platzgründen auch nicht gemacht. Aber traurigerweise muss ich sagen, danach wird's leider, kann es nicht mal ansatzweise mithalten mit den Fassungen von 1970. Er geht erst in diesen Soul-Blues-Teil über, was er 72 ja sehr gerne gemacht hat, was mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Und der mündet dann in den Rock'n'Roll-Teil und der wiederum ist dann aber wirklich, seien wir mal ehrlich, schwach. Aber hört selbst. I was on the Ed Sullivan show in 1956 and they filmed me from the waist up. And Ed Sullivan looked at me and said, son of a bitch.
I bet you ain't nothing but a hound dog. Crying. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. You ain't nothing but a hound dog. Crying all the time. You ain't nothing but a friend of mine. Wir haben jetzt wieder oder bekommen jetzt schon wieder Aloha-Repertoire zu hören. Ja, ich dachte auch immer, I'll Remember You ist ein Song, den er ja doch im Madison Square Garden hat er einmal gesungen und dann in der Aloha Show. Aber er hat ihn doch wohl auch in Las Vegas 72 öfters im Programm gehabt. Dieser Song von Kui Lee komponiert. Die Aloha Show war ja eine Benefizshow für die Kui Lee Krebsstiftung. Kui Lee, Singer-Songwriter, der an Krebs verstorben war. Von ihm stammt dieser Song und hier hören wir eine Fassung, die der von der Aloha Show sehr, sehr ähnlich ist. I'll Remember You. I remember you long after this, and the sun is gone. I'll be lonely, oh so lonely, living on you. Und weiter geht's in Suspicious Minds und wenn ihr die Augen zumacht und na die Ohren nicht, aber die Augen zumacht und nicht wisst, was ihr hört, es könnte tatsächlich auch die Fassung aus der Aloha Show sein. Tonqualität kann natürlich mit der Aloha Show hier nicht mithalten, das ist klar, aber rein vom Arrangement, vom Sound her klingt das sehr, sehr nach der Aloha Show. Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Als nächstes kommt diese Country-Ballade, die ich letztes Jahr eigentlich wirklich richtig erst geschätzt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. For the Good Times. Das Besondere daran ist, wir haben es hier mit einer Las Vegas-Aufnahme zu tun und das bedeutet, dass Elvis hier nicht nur mit einer Big Band auftritt, sondern tatsächlich auch Streicher mit dabei hat. Die hatte er ja bei den Tourneekonzerten normalerweise nicht dabei. Insofern hören wir hier ein bisschen ein anderes Arrangement und wir hören auch Streicher mit dazu, wie sie auch beim Master-Take im Studio übrigens dabei waren, aber ansonsten bei den Live-Aufnahmen normalerweise nicht. Hier in Las Vegas mit Streichern For the Good Times. Don't look so sad. I know it's so good, but life goes on, and this old world keep on turning. So lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Ja, und jetzt kommt wieder ein Rock'n'Roll-Klassiker, ähnlich wie in der Aloha Show. Ziemlich am Schluss hat er ihn ins Programm genommen und auch hier wieder eine fantastische Fassung, wie ich finde, vielleicht sogar die beste Fassung von dem Song überhaupt. Das Konzert ist ja sehr anständig, sehr nett. Ja, ich will es jetzt nicht schlecht machen, aber Feuer sieht anders aus, meiner Meinung nach. Aber hier bei A Big Hunk of Love, da kommt der King so richtig in Stimmung und auch hier gibt es einen Ausschnitt daraus. Hey baby, I ain't asking much of you. Oh, baby, I ain't asking much of you. Yeah, just a bigger, bigger, bigger hunk. Really, really.
nähern uns schon dem Ende des Konzerts. Ein Song, den man an dieser Stelle überhaupt nicht erwartet, denn wenn Elvis den Song sang, dann war er meistens sehr viel früher im Programm. Hier ist er als vorletztes Stück, aber nichtsdestotrotz auch hier eine schöne Fassung, die auch ein bisschen an die Aloha Show erinnert. You Gave Me a Mountain. Ja, und das Konzert endet wie jedes Elvis-Konzert, bis auf wenige im Jahr 1971, die ja mit The Impossible Dream endeten. Ansonsten haben wir es hier mit Can't Help Falling in Love zu tun. Auch hier die klassische Fassung. Sie könnte auch aus der Aloha Show stammen. Also nichts Neues, aber auch nichts Schlechtes. Can't Help Falling in Love. Wise men say only fools are shame. Ja, und damit, liebe Freunde, komme ich schon zu meinem Fazit. Was ist zur Soundqualität dieser LP zu sagen? Also wir haben es mit einer, ich sag mal, üblichen Memphis Recording Service Soundqualität zu tun. Die Qualität ist gut. Es ist ein Soundboard-Mitschnitt. Ich muss immer wieder sagen, man darf hier nicht erwarten, eine Mehrspuraufnahme von RCA. Diese Qualität hat es natürlich nicht mal ansatzweise, aber es ist gut zu hören. Es ist wie gesagt, ein Soundboard-Mitschnitt. Was ich aber jetzt kritisieren muss an dieser LP-Veröffentlichung, das muss ich jetzt mal wirklich deutlich sagen, das habe ich vom Memphis Recording Service so noch nie erlebt. Vielleicht ist es euch aufgefallen schon beim Zuhören jetzt bei den Songausschnitten. Stellenweise hat das Band Gleichlaufschwankungen, sprich die Töne werden tiefer, ja, weil das Band langsamer läuft. Da frage ich mich, wie kann das passieren? Na gut, bei der Aufnahme ist vermutlich bei der Aufnahme passiert, denn man hat es ja wahrscheinlich mit einem Kassettenrekorder aufgenommen, ans Mischpult angeschlossen und die Kassettenrekorder dieser Zeit, die Tape Decks, ja, es war ja nie für Veröffentlichung bestimmt, das darf man nicht vergessen, es ist im Prinzip eine Amateuraufnahme, aber die Kassettenrekorder dieser Zeit, die hatten öfter mal Gleichlaufschwankungen. Das ist nichts Ungewöhnliches 1972, ja, wo die Kassettenrekorder sowieso gerade erst aufkamen. Ja, dass es ein Spulentonband war, wo man es aufgenommen hat, das glaube ich ehrlich gesagt fast nicht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, denn da gab es eigentlich diese Gleichlaufschwankungsprobleme nicht. Wie dem auch sei, Fakt ist, es ist hier zu hören, immer mal wieder läuft es ein bisschen langsamer, es ist kaum zu hören, also es fällt nicht störend auf. Aber wer gute musikalische Ohren hat, der wird es bemerken und den wird es stören und mich stört es auch. Mich stört vor allem, dass man vor dem Endmastering, also bevor man hier die Matrize für diese LP gemacht hat, das muss doch ein Toningenieur hören, ist doch überhaupt kein Problem, das heute mit dem Computer soweit anzugleichen, dass die Tonhöhe passt. Da verfälscht man ja auch nichts oder sonst irgendwas. Man korrigiert lediglich einen technischen Fehler. Das ist aus meiner Sicht absolut vertretbar. Und da wundert es mich ein bisschen, dass das entweder keiner bemerkt hat oder wenn man es bemerkt hat, dass man es einfach gleichgültig unterlassen hat. Diese Mühe hätte man sich machen können. Schließlich verkauft man diese LPs ja auch nicht gerade für einen Appel und ein Ei, wie man so schön sagt. Man muss ja doch als Fan einiges hinlegen. Aber ihr könnt gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu drunter schreiben, ob es euch überhaupt aufgefallen ist, würde mich mal interessieren. Und wenn es euch aufgefallen ist, wie ihr dazu steht, ja, ist das in Ordnung oder soll man es ignorieren oder kann man auch sagen, naja, das Originalband war eben so, also Authentizität, kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Mich hat es ein bisschen gestört und das möchte ich an der Stelle auch deutlich sagen. Soweit das Fazit.
Toll, dass ihr wieder mit dabei wart. Toll, dass ihr so lange Zeit die Treue gehalten habt, weil es kein Video kam. Ich hatte es angekündigt und dann habe ich es nicht gebracht. Möchte ich mich, wie gesagt, nochmal entschuldigen. Jetzt in Zukunft werden die Videos auch wieder häufiger kommen, denn sogar zum Thema Elvis ist ja unerschöpflich. Ich habe einiges noch hier, wo ich gerne Review mit euch machen möchte und auch andere Themen aufgreifen möchte. Ihr werdet es erleben. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Dankeschön, ciao und servus, euer Gerd. Long live the King.